Yeah, Chandra says, yeah, yeah, Then that is Trajan, Tani, Somalia. Then that, then Sandu Trashi Deles, Tomatinish, yes. Und entsprechend der Planung wollen wir auch heute wieder die Meditation durchführen. Und Geshe grüßt alle Teilnehmer ganz herzlich mit Tasche Delle, Glück und Segen von Herzen. Dann also, dann Tontanile. Javani Sungere, Toma Cano Ketchembore, then in Aging to the Gantos of Ketchembore, then in Tamalia, Gava Hoyate, Peketchemochagre, then the Anne Toma, Anne Nija, and Tama Jene. That in the Jeramba in Ratangeres. Im Allgemeinen spricht man von dem Heilsam am Anfang des Pfades, in der Mitte des Pfades und am Ende des Pfades oder auch bei einer Sitzung. Das Heilsame am Anfang ist, dass man eine gute Motivation hervorbringt. In der Mitte findet dann die eigentliche Übung oder Meditation statt. Und am Ende widmet man das Heilsame eben durch die entsprechende Widmungsgebet. Entsprechend wollen wir zunächst eine gute Motivation hervorbringen in Richtung auf Zufluchtnahme zu den 3 Juwelen und in Erleuchtungsgeist. Tineza danga zo nombare tineza nombe gan jatan da ane kare yare sen shitom nomba sinyi de ta zo chewa me be longo tele jogo yare ane nomba ina ta chewa che de che chugo yamare tineza chewa me be de longo tele jogo yare ta nomba le ane ji tewa che shu ni zongo yare tineza ta danga zo ju she de ya do ju che de ya kanga de tewa chembo ke chare Tende is a tewa chimbutin and sewa meba mazi, and a jenga sanotoya. Jembe shanshu sing it in a sanotogia. What Tindi Gutsu in it in this guir. Tende is a tatang as a colonel, and it tatang as a chinyamba inanda. And it was a gone cheva inanda. Dembandema inanda. Senche kange tend in some. What Tindi in the pa and cheva in. Der erste Teil des Verses, den wir gleich rezitieren werden, bezieht sich auf die Zufluchtnahme, dass man eben beabsichtigt, den Dharma zu praktizieren, den Geist zu schulen. Der zweite Teil bezieht sich dann auf den sogenannten Erleuchtungsgeist, den Bodhicitta, das Streben nach Buddhaschaft zum Wohl aller Wesen. Damit hat es das auf sich, dass man ganz allgemein sagen kann, dass man ein Buddhist oder ein Anhänger des Buddha-Dharma ist, wenn man sich aufgrund seiner Zuflucht gewaltlos verhält. Aber darüber hinaus gibt es noch eine zweite Stufe der Praxis, die insbesondere im Mahayana-Buddhismus dann virulent wird. Und das ist, dass man nicht nur anderen keinen Schaden zufügt, sondern möglichst umfassend ihn nutzt. Und insofern, wenn man im Sinne des Mahayana praktizieren möchte, wäre es gut, dass alles, was man praktiziert, ob man studiert, meditiert oder betet oder was immer, dass man das letztlich dem Ziel widmet, dass es allen Wesen zugutekommen möge,
möglichst dadurch, dass man selbst die Buddhaschaft erlangt, um zum Wohl der Wesen wirksam zu sein. Oder den za Thoma ya Kong Zombo Jitini Sanjay Tendin Sa Da Nombalia den Jando Sanjay Den Yong Da Jando se de Shandong de Jachambo Show Jando de Pedin Sa Jachambo Rede Da Didi Tinde Mugo che ngene don Sanjay Kari che Yeden Dele Kibache Den Dele Jasandro O Tinde Jene Sanjay de Tinde be Sanjay Mobile Pendo che Tinde 다대바디야 디 펜도데 안에 상주 무쳐 다당가서 진양에 제 강아데 상주 코로네 용데 근데 이제 상주데 별가리 전부이상 안데리야 자선조 아니 디딘데 생제 탄제 가리 전부리 생제 탄제 가서 백가리 전부 근데 이제 생제 그때 제기상 상바데 되니리 자선조와도 생제바스 어데리야 잔도 생제 가서 대 차선된 거리 디가서 저서 면허한테 자로 제스 Und eben davor steht eben die Zufluchtnahme zu den 3 Juwelen. Vor allem, man kann sehr viel sagen zur Zufluchtnahme, da gäbe es sehr viel zu erläutern. Aber grundsätzlich kann man es vielleicht darauf reduzieren, dass man erstmal eben sich deutlich macht, die Qualitäten des Buddha, verschiedene Qualitäten von Körper, Rede und Geist, die der Buddha erlangt hat, unglaubliche, ausgedehnte Qualitäten, zu denen man Vertrauen entwickelt. Und auch zu dem Dharma, den er gelehrt hat und der geistigen Gemeinschaft, die einem helfen, diesen Dharma zu praktizieren und dass man eben auf der Grundlage dieser Einstellung der Zufluchtnahme dann eben versucht, in Richtung auf den Erleuchtungsgeist zu denken, das Streben nach Buddhaschaft zum Wohl aller Wesen. Das wäre eine ausgezeichnete Motivation am Anfang, wie gesagt, danach kommt dann die Meditation und dann die Widmung. Und deshalb wollen wir gleich diesen Vers der Zufluchtnahme und der Entwicklung des Erleuchtungsgeistes wie jedes Mal 3-mal rezitieren. Oder den za Tomonge Tichegis, eine Tijelia anbe da Nijitsem, eine Shambatsemi, Nijitsemi, Gawatsemi, Tonyatsemi, Rejba Chidontumba, Tati Dochigitilia, Chanazokiati Kogiri, Tineza ko. Und danach werden wir auch, wie bei der letzten Sitzung, die 4 Unermesslichkeiten rezitieren, die 4 unermesslichen geistigen Einstellungen von Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Das werden wir in dem Fall auch auf Deutsch rezitieren und versuchen, während wir das rezitieren, auch wirklich mit dem Herzen dabei zu sein und da wirklich darüber zu reflektieren, was das bedeutet. Dann wollen wir jetzt zunächst den ersten Vers rezitieren. O Sangye Shedan Sogi Chonam La Shancho Badu Dani Kya Suchi Dagi Jin Sogi Pe Senaki Rola Penshi Sangye Dropa Sho Sangye Shedan Soge Chonam La Shancho Badu Dani Kya Suchi Dagi Jin Sogi Pe Senaki Drola Penshi Sangye Dropa Sho Sangye Shedan Sogi Chonam La Shancho Badu
Sudani Kya Sushi Dagi Jin Sogi Pe Senaki Rola Penshi Sangye Drova Sho. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen. Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden. Mögen alle Lebewesen in dem Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftung an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden. So toll. Ah, deje. Dann in der Song in der Jene Zemeji Gamre Chego. In der Tisaga Tinji Dongo Yamare. Tachema Dadanga Zazami Gania, Tomboluro Gundri Chengimba, Luro Gundri Chegi Jinsendra with the Takatsum Himan Mambushetsa, Tineza Nazuya, Zo Sen Senide, Haleze Ketchumbuye. Tie Yavo Pia Chindratan Wuchi, Charson, the Pento Chambu Shojile. Young Sania Ganga show in Train, then send in your Tawjile. Send the pen must be a young Yoda Taw, only pay send the letter do not pay young year. Send the Nitron show chili catching with show each other. Not to pay Shilu. The Dewanda, that it's a young sugar, she'll tell it. Zudato, Rejachi, Shilugachi, Nambanda, Tindile, Teneti, Sosaniati, Swachi, Sansara, Teti, Yapunda, younger, that they should chumbo yamar. That now send it, Sano Tanta in a Karina, Tinde Yabo, Chawaina, and the pay Devate Tempo, Devati Yabo. Or Tinde is the same never day. Pida show yet. Tinde ngazo sana toma shiwache, ani senle tene nyoda zojo ye. Tan no toma sane, ani senle nyoda che. Tene senle nyoda che no te dinga shu chumbole. Ani tele tene tama rang niba kanga nyando kwe. Tene niba tsane me denye. Ani tele tene chin chetin chi chena yo chi yapo yu dogo yo mare. O tinde ga ani senten drata ma shiwa ina kanga chumbo yu res. Und eigentlich müsste man die 4 Unermesslichkeiten noch länger meditieren, aber wir wollen auch gleich noch Meditation machen, um den Atembeobachtungen und zur Ruhe zu kommen und so weiter. Geshe möchte zunächst etwas sagen über die große Bedeutung des Geistes, insbesondere auch des menschlichen Geistes. Der menschliche Geist ist etwas sehr Kraftvolles, was sehr große Fähigkeiten und Potenziale hat. Und es kommt eben darauf an, wie man diesen Geist nutzt. Wenn man ihn auf die rechte Weise nutzt, dann hat er das Potenzial, einem sehr viel glückhafte Erfahrung zu geben. Sogar ein sehr tiefes, dauerhaftes Glück ist möglich mit Hilfe dieses Geistes. Wenn man den Geist aber verkommen lässt und keine guten Gedanken hervorbringt, keine guten Einstellungen hervorbringt, dann werden sehr, sehr viele Probleme aus dem Geist hervorgehen. Also es ist sehr ambivalent. Im Allgemeinen haben wir 6 Arten von Geist nach der buddhistischen Philosophie. Das ist der Geist, der verbunden ist mit dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Und dann das sogenannte geistige Bewusstsein, das wir mehr im Zusammenhang mit Denken kennen, aber auch andere Formen sind da möglich. Was die Sinneserfahrung angeht, erleben wir Menschen gelegentlich auch durchaus angenehme Sinneserfahrungen. Wenn wir es geschickt anstellen, dann sehen wir ganz hübsche Dinge und können schönes hören, riechen, schmecken und tasten. Das kann gelegentlich ein gewisses Glück auslösen. Besonders weit geht das aber nicht. Das ist kein sehr tiefes Glück, kein sehr dauerhaftes Glück. Das eigentliche Potenzial ist im geistigen Bewusstsein. Wir wissen aber nicht, dass das geistige Bewusstsein des Menschen
ein enormes Potenzial hat zu einem endgültigen, dauerhaften, tiefen Glück. Stattdessen, dass wir das eben die entsprechenden Ursachen schaffen, damit wir das erleben, ist es oft so, dass wir auf eine falsche Weise denken, den Geist in falscher Weise ausrichten und dann entstehen sogar sehr, sehr viel Leiden aus dem geistigen Bewusstsein heraus. Deshalb kommt es im Dharma vor allem darauf an, dieses geistige Bewusstsein positiv zu entwickeln. Dann kann man daraufhin Leiden überwinden und Glück erfahren. Wenn man damit auf eine nicht gute Weise umgeht, wird das zur Quelle von vielen Schwierigkeiten unser Geist. Und in dieser Tamunge Bisch, Roa, also ja, Sajin, Roa, Shibata zu Sajin. Das Sajin, den eine Juko Sandra, den Jinja, oder Kansa Pechiri, das die Chewaine, eine Shinganola Lotto. Dann in der Karitagine. Die Yabu Zan Chetu, that's the Chetu Chigre, Yabu Zan Chigam, Roa, the job and Mambo Chayons. Roa, they Shimbatsu Karichigre. Don't put the job to super Mevachi. Mevachi, so much. Roa, and the Sayas Yabo, they tingle a lot of the Jaggies, Saveti Jagger. Then a pair Kotoma Chigiroa. The Najing Azo said, not to read, the pay. Ngazon le pendu tsane yoma tape mawish chigir senya ro da cha shedon chadon dresen ten topa ta ri da ma da be mawish chen ten se busu to bacha yong da de to bo liru guntu da che ga dan jogan kar chegi na jigir ta liru guntu da che liru guntu chen na to te ma shiba che ani be na to tsane me de ni da te ya bu shu pe tsoma da cha wa yin Then the Dindia, then it shall you say Garland, Courage Channel, the Yapo Dogier. What in the Chene, Chichegware, Chiyongware is. Und Geshe möchte das Beispiel eines Feldes geben, auf dem der Bauer zum Beispiel Nutzpflanzen heranziehen will. Da ist es auch so, wenn man dieses Feld nicht zunächst pflegt und reinigt, dann wird man dort keine guten Pflanzen heranziehen können. Also wir wissen, wenn wir da einen Fleck Erde haben und der ist voller Sand und voller Unkraut und voller Steine und so weiter, dann hat es keinen Zweck, dort irgendwelche besonderen Samenkörner auszubringen. Es wird dort keine gute Ernte entstehen, sondern man muss erst den Boden begleichen, begradigen, dann muss man da die Steine rausnehmen, Unkraut beseitigen und so weiter. Und wenn man dann das Feld entsprechend vorbereitet hat, dann kann man dort die entsprechenden Samenkörner einbringen. Und wenn man die dann entsprechend nährt mit Wasser und so weiter, dann werden dort sehr schöne Nutzpflanzen dabei herauskommen, die eben sehr hilfreich und nützlich sind. Genauso ist es mit unserem Geist. In dem Fall ist das Unkraut und das, was man nicht braucht auf dem Feld, die ganzen überflüssigen Konzepte, die wir haben, oft auch destruktive Gedanken und Konzepte, aber auf jeden Fall viel zu viel Grübeleien und Gedanken und Ängste und Sorgen und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann ist das so, als wenn der Boden eben nicht gut geeignet ist, um dort etwas einzubringen. Und deshalb müssen zuerst diese überflüssige Material beseitigt werden. Das tut man im Buddhismus dadurch, dass man zum Beispiel Atembetrachtungen durchführt, verschiedene Zyklen von Atemzügen beobachtet. Dadurch verringern sich die überflüssigen Gedanken, die Konzepte, und damit wird der Boden des Geistes quasi fruchtbar gemacht. Dann kann man in diesen Boden sehr schöne Samen einlegen, zum Beispiel für den Erleuchtungsgeist, für Liebe und Mitgefühl und andere Erkenntnisse und so weiter. Dann wird das entsprechend entstehen. Wenn der Boden aber angefüllt ist mit negativen Konzepten, auch unheilsamen Geistesfaktoren wie Hass, Gier, Stolz, Neid und so weiter, dann ist der nicht geeignet dafür, dass man dort irgendwie positive Eigenschaften entwickelt. Deshalb sollte man am Anfang immer die überflüssigen Konzepte verringern mit solchen Artenbetrachtungen. Tangine noa de te rong me ban rawo je noa yung gur ma to ne chen te
rong lena rong pe len ina yo rong ma len wa che no wa de le ya rong me ba ko che yong do sang de sang ge wa de rong ye me de ke chen ye da da pe na xin kan no le ya ani ri ra ma da xin ba ge ta wa ina de chon ta ma da chi ge re kun zong le le ge che ge ma rong me ba che yu zo na ye re ani da de xin ba de zu ge ha ko ko zu kan ga me wa zo go do su ko le ge che yong ko zu le ge de ma che ne de ne nga zu chi sa be ya bo ji lo do ya bo yong go mo do de ne ze de xin kan de jo che de de su me wa zo go de sa de yo xin be sang lo ton tan ka zo rong me ba chi bi zo na yi de ma le ya bo sang lo ton de la de jo che sa be pe mo wo ye ro sa be de che ba de me wa zo go ye de no ji nga zo la no to rin ra ma da rong me ba da wo ji no wa de rong me ba ma le ni ne che ne sa be ye ro ni ma ne sa be mo bo ja sha nga zo ka shi pe mo bo ti ji la pe ro go ye de le ya chi che ye re so so che wa yi na ro sa be de me wa che ko ka pa po ya da ka ri che ando den to bu so so le sen shu da de che go re de ma che wa che ko rong me ba yung go do sa de wa yi na dur ro go ye Oft bemerken wir durchaus, dass wir destruktive Gedanken haben, zu viel Konzepte und Gedanken und Verwirrungen und Leidenschaften und so weiter und wollen das vielleicht auch gar nicht, aber viele sagen dann, das kommt ganz automatisch, das kommt unfreiwillig, da kann ich gar nichts machen, das ist halt die Natur der Sache, das kommt einfach so in mir auf. Das ist aber eine falsche Vorstellung. Bei Bauern mag das ähnlich sein, dass wenn sie ein Feld haben, dann denken sie, da kommt automatisch Unkraut und andere Hindernisse und so weiter. Wenn man das genau beobachtet, ist das aber nicht automatisch oder von selber, sondern da sind bestimmte Samenkörner in dem Feld für Unkraut und so weiter und deshalb kommen diese Hindernisse auf. Genauso ist es in unserem eigenen Geist. Man sollte sich nicht darauf ausruhen, dass man sagt, das ist nun mal die Natur der Sache, das ist unfreiwillig. Und automatisch kommen diese ganzen Hindernisse im Geist auf, sondern wenn man tiefer schaut, dann hat das seine Ursachen. Wir haben gewisse Samenkörner, karmische Anlagen im Bewusstsein von früher, die bereits im Geist vorhanden sind und diese wachsen dann heran und machen eben viele Probleme im Geist, sodass man dort nichts Positives anpflanzen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass wir Gewohnheiten haben oder Konditionierung von früher, die im Geist bereits vorhanden sind als Samenkörner und die machen sich so bemerkbar, dass es uns eben sehr schwer fällt, positive Konzepte und Gedanken oder Meditationsobjekte und so weiter hervorzubringen, sondern eben ständig in neue überflüssige Konzepte, Grübeleien und Sorgen kommen. Aber genau betrachtet ist das nicht automatisch oder ohne Ursachen. Das wäre ja auch sehr bequem, wenn es einfach von Natur aus und automatisch wäre, dann könnte man ja nichts dagegen machen und dann ist es auch nicht sinnvoll zu sagen, was man dagegen tut. Aber tatsächlich kann man was dagegen machen und das hat der Buddha gelehrt und das sollte man erfassen, dass weder das Unkraut auf einem Feld ohne Ursachen kommt, noch das Unkraut in unserem Geist sozusagen. Das hat seine Ursachen und die kann man beseitigen. nga zu ya tinde ge no to ko ya ge che de lu ru gu de je le la wo re lu ru gu che da gong ge re ka shi ge lu ru gu che ne ne de ne zhong ha ma no wa che ti sen de la ya yin da zan ne san no ma tang tinde che ne tinde no to ka ga wang ga ne sen de ji yong ge re da ti ne gong ya bu chog ge re ane ko no to da ka to ge re tinde za ko rong me ba rem do rong me ba yong ge ma ka ge ko ta ta ka thya ji do da kha ji le ro ge chen ma ji pen do shira ya ma le ro ge chen do ine no to san ni tong ge ma ro no to ni ma to wa che le ro ge ti nya de no to yo cho ge de rong me ba yong ge do so de de wa de pen do ya ma re de ka la ta ni yong ge do de se ti ko ge ma ta gom de che mo kan shi jen yo Ganshi Jagger, go Karasing, go, got to be it. Rongati Gandhi chanting not the Yandugudo. They got Tugudo. They got Tugumare, son, the younger call. Ja, was man zum Beispiel eben machen kann, um zunächst diese Konzepte und falschen Denkweisen und so weiter zu verringern. Beseitigen kann man sie damit nicht, aber zur Ruhe bringen,
indem man eben seine Atemzüge zum Beispiel zählt, verschiedene Zyklen von Atemzügen verfolgt. Und manche sagen auch, wenn sie das ein paar Mal gemacht haben, dass ihr Geist dann sehr zur Ruhe kommt und sie tatsächlich nicht mehr unter diesen negativen oder überflüssigen Konzepten leiden. Andere dagegen sagen, selbst wenn ich Atemmeditation mache, ich kriege das trotzdem nicht zur Ruhe, es geht immer weiter. Und die sagen dann eben, das ist eben offenbar die Natur der Sache oder mein Charakter oder das ist automatisch der Fall. Aber das wäre eine gewisse Faulheit, wenn man das sagt. Wenn manche Leute es fertigbringen, dass man durch eine gewisse Übung dieser Betrachtung zum Beispiel des Atems seine Konzepte verringern kann, dann kann das im Prinzip jeder. Dass es manchmal etwas schwerer fällt, kommt halt durch die enorme Gewöhnung, die bei manchen dahinter steht, völlig sinnloses Sachen zu denken die ganze Zeit und sehr abgelenkt zu sein. Dann wird das nicht von heute auf morgen plötzlich verschwinden. Aber man kann was dagegen tun. Man sollte Entschlossenheit und Mut entwickeln, dass man etwas dagegen tun kann, dass der Geist einen so beherrscht in einer negativen Weise, dass man seinen Geist nicht konzentrieren kann. Das lässt sich ändern. Und dann noch so Gott an den ganzen Dinge mal schägere, da ist mir kann gar chiba schägere, denn das ganze Chisi kama Chiresa Ganjagi. Da kama Chilia not to cause ya the Kalako Peri. Dineza, that's also never did. Kama Chikatana, Yapuri. I Kale Kashi Latin Kashi Kamanina Sakato, Kashi Sanda Sakato, Dinichi Kashi Latin, the Jiri Kashi Kamachatata Katia, that in the younger Mato. And Kamachi Ganjar, Tinu, Rangasan Katum. So Tagichi Kamachi Katana, Yapuri, let Tomo Kaman some of the Katumaro, Tindel Congress. Und wenn wir gleich Atemmeditation durchführen, dann sollten wir auch schrittweise eben Fortschritte machen. Es wird für Anfänger relativ schwer sein, wenn wir gleich 10 Minuten meditieren, die ganze Zeit tatsächlich beim Atmen zu bleiben und nicht abgelenkt zu sein. Das ist nur sehr selten, dass das Leute können. Aber deshalb sollte man nicht denken, dass es gar keinen Sinn hat, wenn es einem gelingt, irgendwann mal eine ganze Minute dabei zu bleiben. Das ist schon sehr ordentlich, später dann 2 Minuten, 3 Minuten. Aber es gibt keinen Grund, mutlos zu werden. Wenn man zum Beispiel es 1 Minute von 10 Minuten schafft, dann kann man ja schon mal denken, das ist ja schon mehr, als wenn ich gar nichts schaffe. Also ich hatte vielleicht Zustände, wo ich mich gar nicht darauf richten konnte. Jetzt kann ich schon 1 Minute. Und dann fasst man Mut und denkt, dann schaffe ich es auch irgendwann 2 Minuten oder dann 3 Minuten. Und so sollte man sich nicht entmutigen lassen, sondern die Erfolge feiern, die man sozusagen hat, wenn man schrittweise länger dabei bleiben kann. Nga zu konsultieren Dewa wasige, damit in Dewa war. Dewa chimboye. Tinde so ben zami me gare, se takazo gajam rogi is le ro, le tombo wajina yo. Gande kamachel jana, kamachel da ko gang jata mi chi she yong ro, tire chegre se. Lasa jaja jato bate pe chetwi jada wachine kono ane karse, jimatele amason te semphang yes. nga te ganjani sui nga te chane pengum dos te kama chi sa ji che to ta tene ya je to ta da de ga yonggi ngene ga ja de ta le ya maro ga yonggi es yongri hota na ido no tombu ne ye yongri ye ka se shigid tene kale te ye ma bu shi yong do te chi bar ga de ga tombu te chin ju ma de to mare te ta mi chanya ga kama chin se na chanya kama che de ga ma to nga Kamachi madu detume, Kokamasa madu dev chanchegumaro, Diniza Kama Chelia, and then as a ganchegins, Latante larimato, Kamachil ganchet be chawayomares. Ja, und eben man sollte sich da nicht entmutigen lassen. Oft kommen Leute eben zur Meditation, zum Beispiel am Dienstag, wenn man hierher kommen kann. Und dann kriegen sie eben auch den Ratschlag, vielleicht mal 10 Minuten auf den Atem zu achten. Dann, wenn sie dann merken, dass sie aber sehr schnell abgelenkt sind, dann verlieren sie sehr schnell den Mut und sagen, das klappt nicht mit der Meditation, das funktioniert überhaupt nicht, wahrscheinlich ist das gar nicht möglich. Man will auch immer gleich so Erfolge haben und so weiter, aber das ist nicht möglich, sondern man sollte ein bisschen kontinuierlich praktizieren und eben denken, dass man das schrittweise entwickeln kann und irgendwann gelingt es einem eben dann 1 Minute dabei zu bleiben und dann baut man darauf auf. Und dann 2, 3 Minuten
wenn man später 10 Minuten schafft, dann kommt das halt dadurch, dass man irgendwann über 2, 3 Minuten das konnte. Also es ist sehr wichtig, dass man nicht denkt, wenn ich es nicht beim ersten Mal sofort perfekt hinkriege, dass ich es dann gleich wieder bleiben lasse, weil man denkt, dass es nicht funktioniert oder so. Das ist eine Frage der Übung und Gewöhnung. Dann ist schon Chilian, den Hakogore. Also Ganja, den Ganja, den Noto, den Jungote, den Chegre, den Ganja, Chilian, Noto, Ganja, den Noto Moros, also Santa. Den Jungi, Tadisha Jibong with the Sungudo. The Noto Mondro Mares, Noto to take in your druggy. Read Noto Nima Nisang Homare. Karin Noto Imba, Karin Nisang, Tata Mobo Shagri, Ajun Selia, Noto Kanga Nisang. There is so not to pay more voice on the chart, the Maris. Ja, manche berichten auch, dass wenn sie dann versuchen zu meditieren und sich zu konzentrieren und die überflüssigen Konzepte runterzufahren, haben sie den Eindruck, dass sie so viele Gedanken haben wie noch nie und denken, die Meditation ist seltsam, es wird sogar immer noch schlimmer. Aber das ist auch eine falsche Konzeption. Früher haben wir es einfach nicht gemerkt. Wenn man nicht meditiert, dann merkt man halt nicht, was in einem so los ist und was da alles für überflüssige Gedanken sind. In gewisser Weise ist schon ein Fortschritt, wenn man bei der Meditation plötzlich merkt, was für wirre Gedanken und Konzepte da vorhanden sind. Aber eben, das ist die Realität und eben, das ist kein Grund, dann aufzugeben, sondern wenn man dann regelmäßig übt, dann wird das langsam weniger. Wahrscheinlich ist es schon während der Meditation weniger geworden, nur dass es einem jetzt plötzlich auffällt, dass da viele überflüssige Konzepte sind. Aber die Konzepte werden nicht mehr, das ist eine falsche Wahrnehmung, sondern man nimmt sie mehr wahr. Dange Mombo Shigame, and in Azatene, Lurogan to Gonchigi, Delia Zapote, Lele, Tromboche, Tal, and Pigilia Linano Chi de Densi, that in the Chason Manayon, and in Li Tromboda, and in Lele Pekachambol, and San Lele, and in Long to Pa, and Ishalabato, Chung, Delia Chuchis, Demano, which is Santella Sha, but in the Chin. Kaji little Gantusi and to Gantausi, Yashichi say that Chema, this was a contoton that the Chizik says or Delia, and this Degures. Auf jeden Fall, jetzt wollen wir das mal versuchen, diese anfängliche Übung, vielleicht eben 10 Minuten. Und dabei ist auch die Körperhaltung nicht ganz unbedeutend. Man sollte sie aber entspannt halten, die Körperhaltung diszipliniert, aber entspannt. Es gibt da nähere Erläuterungen zu den 7 Aspekten der korrekten Meditationshaltung, brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber es wäre gut, wenn man zum Beispiel aufrecht sitzt, auf eine entspannte Weise aufrecht und die Energien seines Körpers ein bisschen sammelt, vielleicht den Blick auf den Boden richtet und so weiter. Und dann versucht man seine Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten, kann zum Beispiel 9-mal zählen, wie man ein- und ausatmet. Manche machen auch 21 und so, gibt verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es keine feste Grenze, gibt auch keine feste Grenze, dass man unbedingt 10 Minuten meditieren muss oder so, sondern es kommt eben drauf an. Auf jeden Fall versucht man einfach mit seiner Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben und wenn man abgelenkt ist, das zu bemerken und immer wieder zum Atem zurückzugehen und das Ein- und Ausatmen wahrzunehmen. Kann man schon. Ja. Das machen wir jetzt mal 10 Minuten, naturgemäß ohne Erläuterung.
Hondeche tadne jeremuchugata laro chechusum dinane tada laro chung laro dede en laro nyango sigere tatimachi rubaji dode yawa tinde zata tiringar so tele dire seje tenjo lanju junshin te shebane mige tane na deji chongsalos o debade sholoka nire o debade sheto tagin state junde jachombo shojire chaso sheto na matunda tachema denga tuti seta tagiche Shloka karen malangene. ya senje tenjo la jushi tendo denbi sholoka ni dogodo tela sholoka ni yongor ro jitla minyone tata jesena degere ro na jonge jone tata je tadi je juti chongsa los debata. Ja. Und Gischler möchte ein paar Erläuterungen weitergeben zu einem zusammengefassten Lamrim-Text von Tsongkhapa und den er letztes Mal auch schon begonnen hat, wo eben verschiedene Erläuterungen gegeben werden, die immer darauf enden, dass gesagt wird, ich, der Yogi, habe mich in dieser Weise geübt. Solltest auch du Erlösung wünschen, so ersuche ich dich, ebenso zu handeln. Und dazwischen werden die verschiedensten Themen der verschiedenen Stufen der Dharma-Praxis abgehandelt. Und wir haben uns ja jetzt das Feld vorbereitet, das Unkraut beseitigt und es ein bisschen begradigt mit Hilfe dieser Atembetrachtung. Jetzt können wir da also schöne Samenkörner an das Feld legen. So hält uns Tsongkhapa unter anderem dazu an, den Erleuchtungsgeist zu entwickeln, den Bodhicitta, oder man nennt es auch auf Tibetisch Semkye, heißt ja unser Haus auf dem Land, das heißt ein ausgeweiteter Geist, wörtlich. Und das bedeutet, dass man dazu angehalten wird, nicht immer nur an sich selber zu denken und seine eigenen Interessen alleine zu verfolgen, sondern dass man sich zunehmend auf das Wohl der vielen anderen richtet und dabei seine Verantwortungskraft, sein Augenmerk des Geistes ausweitet. Und das nennt man dann Erleuchtungsgeist oder ausgeweiteter Geist. Und Tsongkhapa weist darauf hin, dass das der höchste Pfad ist, auf dem man tatsächlich eben den Erleuchtungsgeist hervorbringt, eben zum Wohle der anderen. Das ist das höchste Fahrzeug, als wenn man nur einen Weg geht zum eigenen Wohl. Und eben es geht darum, mit welcher Pfad eben am weitesten eben trägt, und das ist der Pfad des großen Fahrzeugs oder des Mahayana
wo man eben den Geist eben ausweitet über die eigenen Interessen hinaus, eben auf die Interessen der anderen. Auf dieser Grundlage des Mahayana kann man die endgültigen Ziele erreichen und es handelt sich um den höchsten Pfad. 딘디게 태워드니 초도 집에 라텔 몽부지 몽부 나네니야 센치 세바데 준시 땅이 송게 준시선다 콤반다 위레네티 신 nga jochenda wolena karelena ta ko soshida wichindo de mena ani kombaina yongo mare ani chi chalana woji karsen nga chi jochenda karelena ta junshi soshi de mena chi yongo yama dinde yinza de ta de pere de na ji ga ani lam tewa chi mi lam chodo jiwano ne zu da de karele sene a shangchu sendere da ze jang xianbei shangchu sendere so ge Zhenxing, là deux pas tout peu xing de votre junshi sen de oh junshi sen xing mix so shi de penda na de la de do combat de mena te chote de yong ma re ani chang sa shang da wo jen de ni tin ya so shi mo bo ye te mena shang de ji yong ma re de combat ni na so shi mo bo go do junshi sen de tel sig ye de ta wa re combat na combat 아 까와다고 세나 디그리 체면도 체야 말이 고미 따다 가가 무슨 집을 되는 집을 까와다고 세나 디그리 Erzongkörper vergleicht den Erleuchtungsgeist auch mit einer tragenden Säule, mit der man zum Beispiel ein Haus baut. Wenn man eben da kein gutes Holz hat oder eben eine bestimmte Säule, die das ganze Bauwerk trägt oder eben einen Balken und so weiter, dann kann man so ein Haus nicht bauen. Und der Erleuchtungsgeist, das Streben nach Buddhaschaft zum Wohl der Wesen, ist sozusagen der zentrale Pfeiler des Mahayana Dharma. 다 자신지 제와 네 돈이 자신지 제와 자신 상주 선비 제와 될래 다 짐바이 있는다 아우 총총 있는다 제와 있는다 젠디나 상대네 샤라 딘디게 파지 조디 냐네데 배 마시비 안에 자신 상주 선비 뜻서 다 제베 냐네데 상주 뭐 샤와 딘디게 요미 제세 카르레 선 와 딘디 요세 요미 이젠다부터 상주 센데르다 로 Und da heißt es eben in diesem Text, im 14. Vers, die Erzeugung des Erleuchtungsgeistes ist der zentrale Pfeiler für den Weg des höchsten Fahrzeugs. Sie ist Grund und Stütze der mächtigen Handlung der Bodhisattvas gleich einem Elixier. Es gibt all die ausgedehnten Handlungen des Bodhisattvas, die Paramitas wie Freigebigkeit und Ethik und Geduld und so weiter. Und eben der Grund und der Stütze all dieser Handlungen ist tatsächlich dieser Erleuchtungsgeist. Können wir hier mal das Buch mal der Gesang der inneren Erfahrung, Gesang der inneren Erfahrung, das Buch. ngadu ngada wale ya tani jimbe ga nyale wa ta ta ji ma to ba changru ga nyale ta ta ma zewa shira me deni ani jibi ge zendi shira me deni sande ta tin tin ji tani shira o tin tin ji ro o tin tin je tin me bi jinse kar sen jisena da shanchu sen me ta shanchu ge sen jimbe shanchu ge sen ji ya na jimbe nyale ne kanga me re 야보 제용 촌촌레 강가메 야보 송용 로 옌 제와 가야 옌도 이 샹추세야네 옌 제와 가야 때서 강가 요마 베 야보 제투게 딘디 인자 나존레 딘디게 이제 샹추세메 다 제세네 자세지 제베 제세네 제세네 딘디 이제 딘디 이제 메로 딘디 인자 칼라카오 딘디 이제 옌베 샹추세 제도 다야데 개침부 쇼이 차게레스 Und eben die 6 Vollkommenheiten eines Bodhisattvas, die Freigebigkeit, Ethik, Geduld, Tatkraft, Konzentration und Weisheit, basieren alle auf dem Erleuchtungsgeist, dem Streben nach Buddhaschaft zum Wohl der Wesen, sonst wären es auch gar keine Vollkommenheiten und Bodhisattva-Handlungen.
der Grund dafür, dass es uns im Moment so schwer fällt, freigebig zu sein, ethisch zu sein, geduldig zu sein und so weiter, ist, weil wir den Erleuchtungsgeist nicht in uns entwickelt haben. Wenn man den Erleuchtungsgeist in sich entwickelt hat, ist es überhaupt kein Problem mehr, freigebig zu sein, ethisch zu sein, geduldig zu sein, so wie es auch nicht schwierig ist, Mitgefühl zu haben, wenn man Mitgefühl hat, entsprechende Eigenschaften zu entwickeln. Nur weil es einem daran fehlt, an dem Mitgefühl und dem Erleuchtungsgeist, fällt es uns dann auch schwer, solche einzelnen Tugenden zu entwickeln. Und dann hat so eine Karriere, sondern Rang da das bi danze shu chumbu chi tene rang chema zimbi chenze de shu chumbu chi tela tene jembe shonju ge sen de ta de jen chang chang le de ji ji yen le chi phena sam bi sam ba da wo de yon to ge yin da yon ane shu chumbu mu chi de rang chema zimbi chenze da rang da de zimbi danze tene ne pa chi che de ge res. Es gibt hauptsächlich zwei große Hindernisse. Das ist einerseits das Greifen nach einem selbst und dann gibt es den Egoismus. Und diese beiden Hindernisse muss man eben überwinden mit dem Pfad. Das gelingt einem mal mehr, mal weniger, aber es wird einem recht leicht gelingen, wenn man den Erleuchtungsgeist eben hervorbringt. Okay. Ja, mucho eso. Sono. Tigre, kale niegi. Eh? Sono. Oh ja. Ci junge maru, junge du. Ci junge du. Ja. Savali kawadu. Ja, sono. Ja. Ane den nga zo ya samno je tong ge chog ye kar se na yin pe shang chu sen sin de jin ne de ni yin le ya de je yin be nyang le yin da chun chu ge nyang le yin da ze be nyang le yin da kong to je ba yin de le je bu zong bu je ya da le jin se kar se na nga ze pe na pa lo shin pa lo te phi le de pa chi ja na pa lo te chu yong ge ro wa te kon ra ta de ro wa den de yin sa 파를 되쳐지 제바이는 술을 되쳐지 영영 와죠. 파를 정보지 전에 술을 정보 용 그래. 내가 저 리베가 상던 하고게 이럴 때 세내야 단즈더라 제만즈비 젠즈게 대주 제토게 양 말. 맞도 대지 제나 데버데 옌라 펜바 롱라 펜바 니가 용게. Im Grunde ist es so, dass wenn wir uns mehr um das Wohl der anderen kümmern und weniger egoistisch sind, sondern eben altruistisch sind, das Umkehren, dass wir immer nur an uns selber denken und mehr an die anderen denken, dann ist das eine Quelle großen Glücks, auch für einen selber, nicht nur für die anderen. Das ist ganz offensichtlich. Eigentlich kennen wir das auch. Man kann auch sagen, wenn man einen Ball an die Wand wirft, dann kommt er auch wieder zurück. Das heißt, man muss ihn erstmal loslassen, dann wird das auch entsprechend kommen. Und genauso ist es im Geist. Eigentlich sollten wir das wissen, wenn wir anderen helfen und Mitgefühl entwickeln und uns um andere kümmern und so weiter, dann kommt auch automatisch für uns selber großes Glück. Aber irgendwie fürchten wir uns davor, haben Angst davor und halten sehr stark am Egoismus fest und denken, das wird dazu führen, dass wir dann wirklich glücklich werden. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das Problem und die Ängste werden dann immer mehr. Und den inza ta delia pache mombote ro ran da zimi danze pache chembo chi che yong gre ran chema zimi chenze ga pache chembo chi che yong gre ta din le che ge yo mare ta nga din le chi ti yapon do zewa chena yapon do ani chi nyamba da te din le chena yapon do ani chi chundun da wo so chi ko mala wa chi ani chi nga ga ma ge wa so ka do gre ami yamba le che mala ani tin de ge chen wa yin ten konzo nga le peche tong gre se yong nga tse le yong ro nga ya po che wana konzo nga peche ta yong gre te ya ti ka ja ge nga tse kwa nye mo bo de. Obwohl es eigentlich so ist, dass wenn wir altruistischer sind und uns mehr um andere kümmern, dass wir dann auch selber glücklicher werden, versuchen wir das gar nicht erst, weil wir den Eindruck haben oder die Vorstellung haben, das mache ich lieber nicht,
weil wenn ich den anderen zuvorkomme oder zuvorkommend bin oder für die anderen da bin und ihnen helfe, dann werden sie mich nur ausnutzen, dann werden sie mich übervorteilen und so weiter. Und deshalb mache ich das lieber gar nicht erst. 오델이야 파시 주고는 샤라지 파로도 춤바 세시 로 대송을 조조도 땅에 좀 담바 예매 제비 샤라지 샤라데 야부 쇼지 이나야 따델레 레닌 제비 샤라를 수자는 지그리 로 근데 제와 이나 될 가르세 레비 차도 예비 차도 이 담이 따야가 가서 샤라지로 이 샤라데 베제 돈에 로 근데 이 돈부 제 제와 이는 킹아 배제 동근데 동근도 따위 싫어 예로 대셔라데 배제 동마이는 그 배제이네 동근데 제고 말어 대마이마 편토야와 자제니가는 편토야는 제고예 근데 이제 근데 싫어지 송저래 맞아 타다 냥도 타신이 야마타와 시기로 어떻게 고예스 Zu den Vollkommenheiten eines Bodhisattvas gehört natürlich auch die Vollkommenheit der Weisheit. Hat verschiedene Ebenen, wie die Erkenntnis der letztlichen Realität, aber auch die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit von Handlungen und ihren Wirkungen. Auf jeden Fall sollten wir bei dem Guten, was wir tun, oder immer auch die Weisheit dazu nehmen. Man sollte immer Weisheit und Methode miteinander verbinden, wie das heißt. Das heißt, wenn man seine unterscheidenden Fähigkeiten wirklich benutzt, dann wird man zu der Erkenntnis kommen, dass das gar nicht so ist, dass wenn man anderen hilft und ihnen zuvorkommend ist und freigebig ist und geduldig ist, dass man dann von anderen immer nur benutzt wird oder über den Tisch gezogen wird oder Negatives kommt. Das ist gar nicht der Fall, das ist nur eine falsche Vorstellung. Man sollte seine eigene Untersuchungsfähigkeit, seine Vernunft benutzen, dann wird man sehen, dass das grundlos ist, so zu denken und wird dann bereitwillig dann eben auch sich so verhalten, dass man mehr an andere denkt und nicht so egoistisch ist, ohne dabei Ängste zu haben, dass man dann selber zu kurz kommt. Das ist eine völlig falsche Logik sozusagen. 아니 지 지메냐레 있는다 디네 춘중이냐레 아니 디네 아니 제베냐레 쟁리기냐레 상대기냐레 어두스 강가디 아니 지게 세나가 조레 아니 디네야 셔라 어두스 디네 다가르스 타지니그네 아니 셔라 디네 인자 아니 다 디네가 바야보 샤바이네 디네 몽보요 메게니야 가르스네 체메 시세안로 쇼쇼 소든세안로 따디 몽볼레 용거레 dinди nolaya dindi shara ge chada ani ji sana ge cha mambo ye dindi ge nyanglan de le ya shongshu sa ge samba yin na dani choni ga la si ji zhi da shi da be de de zhe nga zo nga lang ye shara ha go me be de ro jang za kya ba re be de ani ga ni na dan da de sung ge ye be de se ge zhi de ani zha la 자성 몸보바 세드 주토그레스 될 자와인 세드 주토그레스 다딩아 시라 하고메로 된다 데스기에 Also Riksum Kesha 야 된다 아니 대ling 있는 존네스인데 쇼슈 생그 선비게 데니스나 소 이시소 가레이나 빼먹고 저기에 로 다첨부 자르고에 디 마즈 바인데 춘지 쉬우 자르고에 근데 인자티 대는 딱다래 디레스 Also im Grundtext schreibt eben Tsongkhapa, die Erzeugung des Erleuchtungsgeistes ist der zentrale Pfeiler für den Weg des höchsten Fahrzeugs. Sie ist Grund und Stütze der mächtigen Handlung der Bodhisattvas und dann gleich einem Elixier, das alles in Gold verwandelt, lässt sie jede Handlung zu den zwei Ansammlungen von Verdienst und Weisheit werden. Das bedeutet, wenn man den Erleuchtungsgeist hat, dann wird alles, was man tut, jede Form von Freigebigkeit, Ethik, Geduld und so weiter, keine gewöhnliche Form von Freigebigkeit, Ethik und Geduld, sondern es wird eine Bodhisattva-Handlung und eine Ansammlung von Verdienst, wie das heißt, ein Aspekt des Pfades. Dazu gehört dann auch noch die Tatkraft und die Konzentration. Und das, was man an Analysen anstellt und Unterscheidungen anstellt, wird dadurch zur Vollkommenheit der Weisheit. Das heißt, quasi alles, was mit dem Erleuchtungsgeist in Kontakt kommt, wird dadurch verfeinert oder weiterentwickelt.
Geshe meint, er hat jetzt keine Erfahrung über ein Elixier, das alles in Gold verwandelt, aber wir kennen das ja auch, das ist der Alchemismus und auch bei uns gibt es eben diese Geschichten davon, dass man etwas Unreines in Gold verwandelt, das ist der alchemistische Prozess. Und eben das eigentliche alchemistische Elixier ist nicht, dass man äußere Dinge in Gold verwandelt, sondern dass man in seinem eigenen Geist gewöhnliche Taten und so weiter in etwas viel Höheres transformiert, nämlich die Ansammlung von Verdienst und Weisheit. Auch wenn man die 4 Unermesslichkeiten übt oder andere Praktiken, werden sie dadurch alle zur Ansammlung von Verdienst und Weisheit auf dem Mahayana-Pfad. Sie werden aufgewertet. Dadurch, dass der Erleuchtungsgeist ist, macht er alles zu Gold sozusagen. Da die Godele Ranjok Gensu Devi Senung Te Sing Do. Tene da Bengene Jones in Ranjan Senta Jachumbo Shujiro. Tindi Jachumbo Tenepe Ane Gewa Kanga Chu Dutini de Shonshu Sema to Yama Shonshu Sen and Gewa Kare in a Chetuger. Rua or Tindi Chetuger, Kares and Shonshu Sen the Pit Tenojires. Tene be naurin mandalen ya wata tene sungi da yo tete kan nga tel nyo me ina tene chi ginde chi mandalen ji ro o tene sungi tene ji re sungi. Weiter heißt es, sie ist ein Schatzhaus an Verdiensten, das die unzähligen Ansammlungen des Heilsamen in sich birgt. Geshe hat da jetzt nicht so viel Erfahrung über Schatzhäuser, wo man alle möglichen Klunker und Juwelen und so weiter und Geld unterbringt. Aber ebenso kann man sich das vorstellen, dass alle geistigen Tugenden und Schätze, die man entwickelt, sozusagen in diesem Schatzhaus des Erleuchtungsgeistes aufbewahrt werden. All das Heilsame wird dort quasi aufbewahrt darin. Oder da die gute Tendo, der da sind Geshe Pema Tindi Shin da Tindi gen Shangju Send Shu Ji Diga Pen, Shangju Sing Pen Yapo Shiniga, then be Geshe Shangju Samba, those da Chadegere, Dinyane Jegi, that console power Simitagdo, they carry Kozong in the power. Ngaji Missa the Tindley Power Severo, did the power Jumarua, the power said in Niamaba, she draw Datani, or Tindipa, a cut a chatani, the power severe. Und dann heißt es weiter im Text, dies erkennt, machen die heldenhaften Bodhisattvas die Entwicklung des kostbaren höchsten Geistes zu ihrer essentiellen Praxis. Die Bodhisattvas, also die Streben nach Buddhaschaft auf der Grundlage des Erleuchtungsgeistes, werden hier heldenhaft genannt. Heldenhaft ist aus der Sicht des Buddha-Dharma jemand, der seine inneren Hindernisse von Leidenschaften und Hindernissen vor der Allwissenheit überwindet und bekämpft. Wir halten vielleicht Helden für jemand, der äußere Leute mit Waffen irgendwie absticht oder ermordet. Das sind keine wirklichen Helden. Der Bodhisattva ist ein Held, weil er die inneren Feinde seines Geistes überwindet. Und dieser macht den Erleuchtungsgeist zu seiner essentiellen Praxis. Oder denn der Geshe Shangju Samba Pawona ji Karchegre sen Ranchen Senchu Ramboch Dunjabi. 아니 산데니 아니 초도죠 태당 통든 저거래 선에 방네 좀에다 대래 초도죠 매바자고시 그리고 어떤디 그바 생 땡이야 산에네 리마톤네 봐 안데 라운데 초도죠 산에 산이 냐게레스. Und so ist es eben, dass eben dieser Bodhisattva diesen Erleuchtungsgeist seiner essentiellen Praxis macht, also das, was man auf keinen Fall aufgeben will, an dem man ganz festhält, was eben, wie gesagt, der Grundpfeiler der eigenen Praxis ist, das ist für den Bodhisattva dieser Erleuchtungsgeist, den will er auf keinen Fall aufgeben, mit dem verbindet er alles. Und dann gehen wir Rani, die Nombayins, Najonge, die Janeteta, Jess, eine Und abschließend auch in diesem Vers sagt Tsongkhapa dann, ich, der Yogi, habe mich in dieser Weise geübt. Solltest auch du Erlösung wünschen, so ersuche ich dich ebenso zu handeln, sagt er seinem Schüler. Sanzani Sandrambuchi Shanshu sense, what did you sing?
danda cheyo mare danda go shangchu go sen sen ni jampe shangchu go sen sen da de be jaze shawale go da be tangwa shu tongde de sen de shu za chmu shu choge dinde nga zu ge jiren bu che ma ten na yo kama khashira sa achita kama khashira sa nyone che thota o dinde chene dinde ko kale ji yaron ra chowa de go hima nga zo rang chewan zimi chen ze rang dadan zimi da zang nga nyami samba ji ma to ya ma ani yen le shira sang tong rang chang chang sang tong ani yen te se sang tong yen le zewa re sa gang to ta yen le ni je re sa che to ta o tin di chen ne chowa di kan de to mo nya nya sa ne te yen la pheng ge du ne ge de rang la pheng ge du ne ge de tin de ge che ba che ani ro ba yin ne te chowa yi le ge ro chowa ile ati chowa de yabu shu indu san den chowa yabu ile wein de chegro na zu mir war. Ja, dieser Erleuchtungsgeist, da gibt es natürlich auch viele Einteilungen. Man spricht übrigens auch vom konventionellen Erleuchtungsgeist, über den wir jetzt gesprochen haben, das Streben nach Buddhaschaft zum Wohl der Wesen. Es gibt auch noch den endgültigen Erleuchtungsgeist, das ist die Erkenntnis der letztlichen Realität der Leerheit. Wie dem auch sei, dieser Erleuchtungsgeist wird von den großen Meistern und Bodhisattvas der Tradition äußerst gepriesen, wie zum Beispiel in Shantidevas Werk Bodhidharma. Das beginnt gleich im ersten Kapitel mit einem Lobpreis des Erleuchtungsgeistes, wo eben tatsächlich Herr Shantideva sagt, wenn man auch nur einige Minuten mal diesen Erleuchtungsgeist hervorbringt, dann ist das schon von allergrößter Bedeutung, bringt unglaublich hohe Früchte mit sich, ganz zu schweigen davon, wenn man das eben weiter ausweitet. Aber letztlich muss man das in sich selber eine gewisse Erfahrung hervorbringen. Wenn man den Geschmack davon ein bisschen bekommen hat, dann wird man das für sich evident haben, wie kostbar das ist und dass es nicht so ist, dass man dabei zu kurz kommt, sondern es geht einem selber viel besser. Dass es für andere nützlich ist, wenn man Liebe und Mitgefühl hervorbringt und mehr an andere denkt, ist ganz klar. Aber man selber kriegt vor allem auch ein bestimmtes Gefühl, das sehr, sehr angenehm ist. Normalerweise ist unser Geist nur mit sich selbst beschäftigt und eben, das nennt man, und greift nach einem Selbst der Person, nach einem Ego. Und darüber hinaus ist man aufgrund dieses falschen Greifens nach einem Selbst der Person dann sehr egoistisch. Aufgrund dieser beiden Hindernisse ist der Geist sehr, sehr eng und verkrampft und ängstlich und so weiter. Wenn man sich dann mit dem Erleuchtungsgeist beschäftigt, das ist eine praktische Erfahrung, dann öffnet sich das langsam und eben man ist nicht mehr so eng und nur auf sich selber bezogen, denkt mehr an andere. Und der Effekt ist ganz und gar nicht, dass man selber mehr Probleme hat oder enger wird oder ängstlicher wird oder zu kurz kommt, sondern im Gegenteil, es ist für einen selber ein sehr angenehmes Gefühl. Darüber berichten die Yogis und Meister, die das versucht haben, das zu entwickeln, dass das für einen selber eine sehr große Glückserfahrung ist, wenn man das zunehmend macht. Und Sadhu Suyina Deva Degi Ina Deve Jidi Moshi Gyamare. Tindi Deve Jikare, Deve Jigaware. Gewala Tene Deva Yungir. And Magiwala Tene Dunga Yungir. Tindi is an Ta Jenlite, the Pemba, Sonoto Pesen, Uche. And is a wonder with Chatota. And it's Nijendo. Or the Digate, the Champagne, Shoshu, Sandra, Tindi Yoni Chat, to Gewari. Dele tene koi gewa inse gewa la tene dewa di yong yer tene mai ba tene nga te chet ge ma tene ron chong sanoto ta tene pusu to ko gewa marwa ko gewa mar da ko tene dewa yong ge ma ta dewa sanoto ge ro ina yo dewa jit ge ma dewa yong ge ra tene pusu to dinga je bole de yong ge res. Ja, es ist paradox. Wir wollen alle glücklich sein und nicht leiden. Da sind alle Lebewesen gleich. Aber wir wissen nicht, was zu Glück führt und was zu Leid führt. Im Gegenteil, wir machen oft Sachen, die, obwohl wir Glück wollen, die gerade zu Leiden führen. Und wir zerstören Dinge, die eigentlich zu Glück führen, als wären sie was Schädliches. Tatsächlich ist es eben so, dass die eigentliche Ursache für Glück eben heilsame Anlagen im eigenen Geist sind und eben positive geistige Zustände.
Aber darum bemühen wir uns kaum, sondern wir versuchen glücklich zu sein, indem wir extrem egoistisch sind, nur um uns selber kreisen, nur an unsere eigenen Sorgen und Probleme denken und werden dabei immer unglücklicher. Der Yogi macht das umgekehrt, der versucht zunehmend an die anderen zu denken, Liebe und Mitgefühl hervorzubringen und sein Geist wird dadurch immer weiter und entspannter und glücklicher. Und das ist tatsächlich die Ursache für Glück. Das, was wir normalerweise versuchen, das haben wir wahrscheinlich schon erkannt, führt nicht zu Glück, indem man egoistisch ist und Leidenschaften entwickelt und negative Handlungen macht. Die sollen zwar auch dazu führen, dass man glücklich wird, aber es funktioniert einfach nicht. Wenn man dagegen tatsächlich Heilsames tut, das kann man erfahren, dann wird man langsam merken, dass es tatsächlich funktioniert und dass das wirklich die Ursache von Glück ist. Und in der sagen also Ganjana sel kanshi tege diese kanshi der Ganjana ja der Nijin da sono ta Niji dia kanshi ya ayonta an dele dembe ani ji bijen la ji pena nya pesen da uche ta ani je pesen je wa ma je jingen di je tu zewa de je tu zewa nga ma che de ma zewa ina che tu ani mini ya chi neseina karina ta pigile chiche ani chipige za trama chiche ta ngwa ke ne magya mo to so ma che wa ya bo chen so thya do so so ton so thya mo ye o tinde ani dele dembe tene chi ga so konto to pen don da wo che san zi jin ba yin da chi ji jin ba yin da men ji bi cha ji jin ba yin da ta tinde ge je thya mo yong ge to so che na ya pon du sa tinde ge konto to da wo che tinde che wa ne ko kanshi te den 아니 대서 강가 개와래 생지부예 아니 라나 내그 말에 이제라 팽거리 되게 라나 팽거리 말은 내그 말에 어떤데 이제 마도 나도더니 가시 맞대 봐체 네 대대와이나 라체반즈미 첸즈도 라 다즈미 다즈 슈 첨버티 자니 고콘 파통고 말에스. Und eben diese Einstellung von Liebe und Mitgefühl insbesondere führt eben zu sehr viel Glück, auch für einen selber, natürlich auch für andere. Aber wenn man zum Beispiel Liebe und Mitgefühl entwickelt, dann wird man sehr gerne bereit sein, freigebig zu sein. Man wird anderen gerne was geben. Darüber hinaus wird es einem nicht schwerfallen, Ethik zu praktizieren, dass man keinen Schaden zufügt und so weiter. Das wird einem leicht gelingen. Wenn man jemanden liebt oder Mitgefühl hat, dann wird man ihm ganz selbstverständlich keinen Schaden zufügen von selber. Und auch die Geduld können wir leicht einhalten. Wenn wir lieber Mitgefühl mit jemandem haben, dann können wir leichter ertragen, wenn er sich tief benimmt. Und wir werden immer das geduldig ertragen. Und selbst wenn jemand uns sehr komisch kommt und komisch redet, werden wir das trotzdem annehmen können. Wir selber werden uns enthalten von unethischem Verhalten wie grober Rede, Zwietracht sehen, Lügen, sinnlos reden und so weiter. Das gelingt alles relativ leicht, wenn man eben diese Essenz entwickelt hat von Liebe und Mitgefühl. Und die Erkenntnis wird sein, dass es nicht nur anderen nutzt, wenn man sich freigebig, ethisch und geduldig verhält, was natürlich alles sehr heilsam ist, sondern das nützt letztlich auch einem selber. Einem selber geht es immer besser, wenn man das praktiziert. O tinde zanga zo ane ngene te zo lojon do che tande ba chi che wa ina nga zo che ji mombo de ya bo che tu gre nga zo li yamali rumbu che de pe cha chimbo sangji ge song ye gari na che tu gre de nga zo ya sangba de kanda je re sen nga zo che te ya mombo ye de mari bi dru ne ane nga che tu me sa nga kar che tu me sa pe sen de pa ani chi gari na che mate ya do shi de no wa de te mari be dre chran thong ya mare ma jethe mombo rang jethe pe mombo ye tinde za jetu ge yes ten lo jo yin da ga nya le yin da ani chi yen be shang chu sen yin da ani gon tho tho ji che tinde che wa na zu le jethe ni pa de ye tinde za te su su be che tong go ka de le ne o ti che go de le nya le se ye yes ja. Und darüber hinaus wird man eben zunehmend, wenn man eben Liebe und Mitgefühl entwickeln, auch Mut entwickeln, dass man tatsächlich den Pfad praktizieren kann. Es wäre ganz falsch, wenn man sagt, das ist zwar alles sehr gut, aber ich kann das auf keinen Fall entwickeln. Grundsätzlich gilt es ja, dass man etwas studiert, dass man meditiert, dass man praktiziert und sich verhält, wie man das dem Dharma entspricht.
Und viele sind sehr mutlos und denken, das kann ich alles gar nicht, das werde ich nicht hinkriegen und so weiter. Und verstehen nicht, dass das alles nur Einflüsterungen der Unwissenheit sind. In Wirklichkeit können wir das tatsächlich entwickeln. Der menschliche Geist hat diese Fähigkeiten, aber von innen spricht die Stimme der Unwissenheit sozusagen, das kannst du gar nicht, dazu bist du nicht in der Lage, da hast du nicht die Kraft zu und so weiter. Das sind gewisse Formen von Faulheit, die im Gegensatz stehen zur Tatkraft einer weiteren Praxis des Bodhisattvas. Und wenn man Liebe und Mitgefühl entwickelt, dann wird man solche Tatkraft entwickeln und sehr viel Mut haben und sich nicht entmutigen lassen von Schwierigkeiten auf dem Pfad. Und da dann also gar nicht gehen, ro. Gong de Karre sind da der Geshe Pema Samten da nombe che de da senje taji de zuge sonji ju kombo tande ji lo re. Da de mena yo da dan ga zu de yi mini go ma re. Geshe Pema Samten jene chi phedu ji che thona ro. Ani pe so si ga ani chi jene ya zewa ji ga thona yo ya bo ye. O tinde ga jene kon to to ji kare che to to ji. O tinde ji che gi samba ji se zo bo ji san to ga che gi is. Kann man gerade sehen. Kann man schon da Ja. Und dann wollen wir zum Abschluss nochmal 10 Minuten stille Meditation machen, jetzt ein bisschen analytischer, indem wir eben nochmal diese Einstellung von Liebe und Mitgefühl oder den Erleuchtungsgeist versuchen in uns zu kultivieren. Die Buddhisten sagen eben, der Erleuchtungsgeist bedeutet, dass man das doppelte Streben hat, nämlich das Streben nach dem Wohl der Wesen und damit verbunden das Streben nach der Buddhaschaft, damit man das Wohl der Wesen besser bewirken kann. Wem das im Moment ein bisschen weit erscheint, diese Auffassung, der kann auch einfach ganz allgemein denken, ich möchte in Zukunft eben mitfühlender mit anderen Wesen umgehen, insbesondere auch geduldiger Schwierigkeiten ertragen, die im Zusammenhang mit anderen Personen auftreten. Und wenn wir in dieser Weise regelmäßig oder jetzt in der Meditation reflektieren, dann sind wir da auf der richtigen Fährte in Richtung auf den Erleuchtungsgeist. Und das können wir nochmal ein bisschen kontemplieren über Geduld, Liebe und Mitgefühl, vielleicht sogar den Erleuchtungsgeist.
Ja. Und zum Abschluss, wie gesagt, wollen wir nach der guten Motivation und dann der Meditation Widmung durchführen, Widmungsverse. Weiß nicht, auf YouTube, glaube ich, sind die irgendwo anzuklicken. Ja, Moment nicht, gut. Und die Tage tu drogen che san jo bon zatu janda ni je pense ta tu tso wa sho ge wa di ke wo ke Sena Geshe Pema Samten Sena Geshe Lechong Tamba Kone Tamba Sho Tenzin Gyatso Kutsuten Lo den lo ye be mo ye she dro ne me na wa ye sho je je be ta shi sho. Vielen Dank. Dann gomo deles, jo, dann drajima la jeyos. Und Geshe wird sich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Am nächsten Dienstag geht es dann weiter. Und auch andere Meditationen finden ja noch diese Woche statt. Danke.